Hallo liebe Freunde von In Vinyl Veritas, mal wieder ein Video nach langer Zeit, ein kurzes Video. Ihr wisst ja, dass ich 2 Kanäle habe, deshalb ist das alles ein bisschen von der Zeit her schwer zu machen. Aber die neueste Ankündigung in Sachen Beatles hat mich dann trotzdem jetzt einfach mal wieder zur Kamera greifen lassen. Hier gerade im Urlaub in Kroatien an der wunderschönen Adria. Ja, es wurde angekündigt, dass es eine Wiederveröffentlichung der gibt und hinzu kommt noch eine Anthology Volume 4. Wir haben ja 1995 bzw. 96 3 Teile der Beatles Anthology bekommen. Die Beatles haben ja ihr Lebenswerk in 3 Veröffentlichungen sozusagen aufgearbeitet und das war eine sensationelle Veröffentlichung damals auch deswegen, weil es tatsächlich neue Beatles Musik gab. Free as a Bird, Real Love, die beiden Songs, die John Lennon als Demo in New York Ende der 70er Jahre aufgenommen hatte. Diese beiden Demos wurden von den verbleibenden 3 Beatles von Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr neu aufgenommen. Und was das Problem dabei war, dass die Tonspur von John Lennon eben auf dem eine Monoaufnahme war, wo er selbst am Klavier sitzt. Und man konnte das damals nicht trennen. Die technischen Möglichkeiten der 90er Jahre ließen das nicht zu. Jetzt gibt es von diesen 3 Songs einen Remix von diesen 2 Songs. Und Now and Then war der 3. Song, der aber erst 2022, glaube ich, war es, erschienen ist. Was bekommen wir also mit diesem Anthology-Projekt? Wir bekommen sozusagen einen Neuaufguss, ein Remastering der 3 Episoden von 95, 96, der 3 Doppel-LPs oder CD-Boxen und wir bekommen neu hinzu eine Anthology 4. Und auf dieser Anthology 4 sind lediglich 13 Tracks drauf, die es noch nicht vorher gab. Sie ist noch gefüllt mit Songs, die bereits auf den neuen Deluxe Edition Versionen von bekannten Beatles Alben wie Sgt. Pepper, Revolver, dem Weißen Album und so weiter erschienen. Ja, was ist dazu zu sagen? Natürlich hätten wir uns alle gewünscht Rubber Soul. Die Rubber Soul Box wäre überfällig gewesen. Wir haben jetzt das 60. Jubiläum und ja, viele sind verblüfft, dass jetzt Anthology kommt. Gut, 30 Jahre ist auch ein Jubiläum, aber hat es das wirklich gebraucht? Aber wollen wir nicht zu sehr uns auf die LPs oder die CDs fokussieren, sondern das Gesamtpaket ist durchaus interessant, denn nicht nur, dass diese 3 Boxen neu veröffentlicht werden und eine 4. hinzukommt, nein, noch mehr, es ist sogar so, dass wir das Documentary Special, also die Fernseh-TV-Show, die 8-teilige Show, also so gekürzt wurde sie ja im deutschen Fernsehen gezeigt, aber wir bekamen sie damals auf DVD in voller Länge, 8 Episoden, 8 Teile, die wurde jetzt auch komplett neu gemastert. Ich bin mal auf die Bildqualität gespannt. Ob es hier auch eine physische Veröffentlichung geben wird, ist sowieso fraglich, denn das Ganze läuft wie alles, was von den Beatles in den letzten Jahren kam, auf Disney Plus im Streaming-Format. Aber hier wird es jetzt auch interessant, denn es wird auch hier einen 9. Teil dazu geben, eine 9. Episode sozusagen mit Material, das man angeblich noch nicht gesehen hat. Vieles soll wohl aus den Sessions stammen von 1995 und 96, als die Beatles diese 3 John Lennon Demos aufgenommen haben. Wir können gespannt sein. Ja, das Fazit: lohnt sich die Anschaffung. Also ich habe alle 3 Anthology-Folgen, Episoden, Boxsets zu Hause. Ich habe die CDs, ich habe die LPs, ich habe beides. Ja, da stellt sich schon die Frage, muss man jetzt wegen der Anthology 4 ja das ganze Boxset nochmal kaufen? Das ist ja das Entscheidende. Ob sich das wirklich lohnt, ich wage das ein bisschen zu bezweifeln und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich das überhaupt tun werde. Gespannt bin ich aber durchaus auf das Documentary Special, vor allem auf den neuen Teil, der dann hinzukommen wird. Lasst uns kurz noch zum Abschluss über das Remastering bzw. Remixing dieser neu aufgenommenen
den Songs Free as a Bird, Real Love und Now and Then. Now and Then können wir ausblenden, wurde ja erst vor 3 Jahren veröffentlicht, daran wurde nichts gemacht. Aber Free as a Bird und Real Love wurden überarbeitet. Und hier wird es jetzt interessant, denn mit dieser Demixing-Technologie, mit der man heutzutage solche Dinge bearbeiten kann, ist es jetzt wirklich gelungen, John Lennon von seinem Original-Piano-Part zu trennen, dieses scheppernde Piano, das man auf dieser alten Kassette immer gehört hat und das damals Jeff Lynne in den 90er Jahren nicht herausmixen konnte. Jetzt ist es möglich und es hört sich verdammt gut an. Aber jetzt kommt mein Kritikpunkt. Ich habe es jetzt mir mehrmals über Kopfhörer angehört. Du kannst es bereits über YouTube, auch Apple Music hat es bereits veröffentlicht, zumindest Free as a Bird, kannst du anhören. Aber jetzt kommt mein Kritikpunkt. Warum um alles in der Welt hat man den Harmoniegesang auch neu abgemischt? Hier ist die hohe Stimme viel zu laut. Da fand ich das Mixing von Jeff Lynne von 1995 wesentlich besser. Gefällt mir, wenn ich ehrlich bin, nicht so gut. So schön es ist, auch John Lennon in dieser Qualität seine Stimme zu hören. Ja, letztlich muss jeder von euch selbst entscheiden, ob ihr euch das Ganze zulegen wollt, ob ihr das Ganze auf Disney Plus euch anschauen wollt, wie auch immer. Ich bin unschlüssig, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Der Sammler sammelt ja immer alles, aber nochmal 365 € ausgeben für das meiste, das man eigentlich schon hat, zugegeben remastered bekommt. Ich weiß es nicht. In diesem Sinne müsst ihr euch selber entscheiden. Danke für euer Interesse. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ciao und Servus, euer Gerd.